ein paar Besucher. Wie habt ihr euch denn hierher verirrt? Naja, ihr habt gerade Glück. Ich habe was in der Post bekommen von Mega Construx und Hot Wheels. Den Twinduction Hauler Pack. Ja, mit einem Hot Wheels und einem Truck. Ich nehme mal an, so ein Abschlepptruck oder Reparatur, nichts. Plus 2 Figürchen. Natürlich für Kinder ab 5. Klar, die Serie, auch die Figuren sind natürlich dieser Wonder Builders Serie angepasst. Dachte nur, gab es halt jetzt komplett neu. Bestellst du mal, habe ich bisher noch nicht auf YouTube gesehen. Von daher, wie man sehen kann, hier sind noch die beiden Monster Trucks aus Wave 1 dabei. Und das hier dürften eigentlich alles neue sein. Jenen hier und jenen hier habe ich schon auf Amazon entdecken können. Aber ansonsten, die anderen sind irgendwie noch nicht verfügbar. Und wer Wave 1 haben möchte noch, der sollte sich beeilen. Bei Smith Toys zum Beispiel gibt es die noch relativ günstig im Ausverkauf, aber auch nicht mehr online, sondern wahrscheinlich nur noch in den Läden zu ergattern. Machen wir das Ding mal auf hier. Und was ist drin? Tüte 2. Tüte 1. Oh, eine Bedienung, eine Bauanleitung. Und noch eine Bauanleitung. Und Tüte 3. Ist ja unglaublich. Ja. Die Bauanleitung, ja klar, kennt man bei Mega Construx, üblich. Ja, nichts Neues, ne? Sind immer so farblich kodiert, immer da, wo was hinkommt. Von daher müssen wir uns da jetzt keine großen Gedanken machen, was das angeht. Ja, relativ einfach zu verstehen. Gerade bei diesen Wonder Builders ist sogar noch einfacher als bei den anderen Serien von Mega Construx. Habe ich so festgestellt. Und ja, ich sag mal, baue ich die Dinger mal auf und dann schauen wir uns später mal den Rest. So, da habe ich beide auch schon zusammengebaut und wie man sehen kann, ist es doch ein bisschen ein etwas größeres Set schon geworden. Ja, also für Kinder denke ich mal eine schöne Sache. Die Autos sind schön groß, können sie dann gut anfassen und mit rumspielen. Ja, fangen wir mal mit den Twinduction an. Dazu zoome ich mal wieder ein bisschen ran. Das ist ein Auto, gibt es tatsächlich öfters von Hot Wheels. In den unterschiedlichen Variationen. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und tatsächlich auch so einen ähnlichen gefunden. Zumindest hat er auch diese Flammen so auf seiner Lackierung. Das sind hier übrigens auch wieder Drucke. Ne? Aber das weiß man ja inzwischen. Und was mir so aufgefallen ist, nur die Auspuffe an der Seite, die sind so ein bisschen anders. Ich glaube, ich muss den Fokus doch gleich mal ein bisschen anders packen. Die sind so ein bisschen anders geworden. Aber das tut dem Modell ja jetzt dem Auto jetzt keinen Abstrich. Das Dach kann man wieder abnehmen. Sitzt eine kleine Figur drin. Der Sitz ist angedeutet. Vorne das Lenkrad. Windschutzscheibe hat keine Kratzer, es haben keine Teile gefehlt. Ja, die Figur nehme ich mal raus. Die ist auch richtig hübsch bedruckt mit Hot Wheels Logo und allem. Also ja, auch nett. Schauen wir uns mal den Hauler an. Ja. Das ist das gute Stück. Ich zoome euch gleich mal wieder ein bisschen ran, mache den Anhänger mal ein bisschen weg hier. So. Und ja, wie man sehen kann, der sieht eigentlich aus wie so ein typischer amerikanischer Truck, wie man den so aus Filmen kennt. Hat wieder Drucke an der Seite, auf dem Dach und auf der Windschutzscheibe. Ja, dies trifft den Ton recht gut, ist minimal anders, sage ich mal, von der Farbe, aber das finde ich jetzt auch gar nicht schlimm. Hier hinten ist noch ein Fach so fürs Werkzeug. Ja,
weil man nicht alles bei dem Anhänger unterkriegt. Also das kann man da ja anklemmen, das sehen wir gleich noch. Ja, was kann man sonst noch sehen hier? Der Motor ist ganz nett angedeutet. Ganz nette Geschichte. Das Dach kann man natürlich auch wieder abnehmen. Sitzt auch eine kleine Figur drin. Diesmal eine Frau mit Haaren. In Wave 1 hatten ja die ganzen Figuren immer nur Helme auf. Das haben sie mittlerweile jetzt geändert. Ja, wenn man die mal rausnimmt, dann sieht man auch, oh, der hat sogar so einen schönen Sitz, ne, als Klemmbaustein und Lenkrad vorne, Windschutzscheibe. Ja, ein bisschen negativ auffallen tut mir bei dem Set hier, der hat hier hinten so Platten. Also die könnten, denke ich mal, wenn es heiß hergeht beim Spielen, vielleicht auch ab und zu mal abgehen, wenn man da nicht richtig aufpasst. Die halten zwar wirklich sehr fest, aber ich könnte mir vorstellen, das könnte mal, wenn man hier mal so stark gegenkommt, auch mal abgehen. Hier an der Seite ist es auch so rauf gemacht. Ich glaube, die größte Schwachstelle ist wirklich hier die Rücklichter und die Stoßstange vorne. Aber ansonsten, ja, ein tolles Auto auch zum Spielen, ne? Da männlich und weiblich dabei sind, auch für Mädchen und Jungs. Und ja, da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen als Elternteil, wenn man seinen Kindern sowas hier kauft zum Aufbauen, am Spielen. Das ist schon schön. Gucken wir uns mal hier den Anhänger nochmal kurz an. Ja, der ist ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, spartanisch. Aber das muss ja eigentlich auch so sein. Da soll ja eigentlich nur das Auto nachher rauffahren. Dazu kann man hier hinten die Dinger dann halt so runter machen. So kann man es vielleicht besser sehen. Und ja, nett gemacht, sage ich mal. Also man erkennt, was es sein soll. Hier, wie gesagt, kann man die Werkzeuge noch anklemmen. Unten das Ding zum Drehen hier. Da geht tatsächlich die Platte leichter ab als tatsächlich die Verbindung. Aber das macht ja nichts. Ansonsten, ja, unten relativ einfach mit so ein paar Platten zusammengehalten. Ist aber doch recht stabil und da wird auch nicht viel passieren. Ja, dann sind wir schon wieder mit dem Teil hier durch. Wie findet ihr das denn? Würdet ihr dafür 30 € ausgeben oder lieber noch ein bisschen warten? Also mir persönlich gefällt es eigentlich ganz gut. Mal sehen, wo ich es mir jetzt hinstelle. Und ja, also wie gesagt, ich hoffe, das hat euch einigermaßen zugesagt hier, das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.